Abdelhamid Sabiri, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Auch gut, danke. Rückblickend, wie war dein Jahr? Ein Jahr voller Höhen und Tiefen, viele Ups und Downs. Angefangen im Januar mit einer Verletzung, dann wieder zurückgekämpft in Saudi, eine gute Rückrunde gespielt, dann zurück ins Trainingslager zu Florenz. Ich bin ja immer noch unter Vertrag ein Jahr. Und dann die Entscheidung getroffen, wieder zurück Richtung den Osten. Das heißt, jetzt gerade momentan spiele ich bei Ajman in den Vereinigten Arabischen Emiraten und da fühle ich mich eigentlich relativ wohl. Natürlich gibt es immer Sachen, die man verbessern möchte. Das ist mein persönlicher Ansporn, aber an sich fühle ich mich eigentlich wohl. Auch mit den ganzen Umständen. Das Land, die Stadt Dubai ist ein Ort, in dem ich später auf jeden Fall leben möchte. Und deswegen passt das für mich gerade. Die Gelegenheit hat sich ergeben. Ich freue mich. Dennoch hat man Ambition, selber erfolgreich zu sein und man will natürlich seine Karriere so gut wie möglich beenden. Ich habe noch gute 7 Jahre und da will ich auf jeden Fall das Beste rausholen. Das Beste heißt natürlich auf der einen Seite ein Thema, was sehr, sehr gefährlich ist, aber was man trotzdem ansprechen muss. Das heißt ein Thema wie zum Beispiel das Finanzielle, dass man da auf jeden Fall sich eine Unabhängigkeit schaffen möchte, aber gepaart trotzdem mit einem persönlichen Erfolg, den man will, den man selber hat, diesen Ansporn. Weil ich denke selber, dass es ist nicht selbstverständlich, Profi zu sein. Man kann immer, Geld kann man immer machen. Unabhängigkeit hat man nicht nur durch Fußball, sondern auch kann man durch andere Jobs oder andere Tätigkeiten erlangen. Deswegen ist es natürlich eine Sache, die mir selbst auch durch den Kopf geht, ob man sich da wirklich rein für das Finanzielle entscheidet oder ob man dann doch sagt, Erfolg ist mir auch wichtig. Und da ist eine Sache, da ist ein Punkt bei mir in diesem Jahr, ein Thema, über das ich viel nachdenke, wo ich mir selber auch natürlich Fragen stelle. Was sind deine persönlichen Ambitionen? Was sind die Ambitionen, die nicht ich jetzt in dem Moment mir stelle, sondern die sich vielleicht ein 14-jähriger Abdelhamid Sabiri fragt. Ein 12-jähriger Abdelhamid Sabiri, der 12 Kilometer hin und zurück läuft von Koblenz zu sich nach Hause, um zu trainieren. Das sind halt die Sachen, die man sich so stellt und da war das auf jeden Fall für mich ein lehrreiches Jahr mit, wie gesagt, Ups und Downs, aber am Ende sind es eher die Ups, die überwältigen. Was würde denn der zwölfjährige Abdelhamid Sabiri machen? Ja, das ist eine Frage, die stellt man sich immer, die stellt ich mir jeden Tag, was am Ende mehr wiegt. Der persönliche Erfolg, der natürlich auch, was natürlich auch heißt, persönlicher Erfolg heißt natürlich, dass es auch irgendwo seine finanzielle Unabhängigkeit mitbringt. Je höher du spielst, desto mehr kannst du natürlich verdienen. Ähm, oder halt der sogenannte nicht leichte Weg, ist nicht leicht, ist trotzdem hart. Aber dennoch jetzt in meiner Situation auf jeden Fall der leichtere Weg, sich dann dazu zu entscheiden, den Schritt zu wagen. Der 12-jährige, 13-, 14-jährige Abdelhamid Sabiri, er denkt natürlich auch irgendwo an Unabhängigkeit. Natürlich, wenn du aufgewachsen bist, dort wo ich aufgewachsen bin, dann versuchst du dort rauszukommen. Dein Traum oder deine Ängste sind meine Ängste jetzt als erwachsener Mann, der trotzdem der gutes Geld verdient und auch schon gutes Geld verdient hat. Ähm, Meine größte Angst und mein Ansporn ist, da nicht mehr hinzukommen, also da nicht mehr zurückzukommen, sondern immer wieder weiter, weiter, noch mehr und noch mehr. Und ich glaube, da ist das für mich selber, muss ich sagen, ein Zwiespalt, wo ich die Frage nicht so wirklich mir selbst beantworten kann, was ein 12-jähriger, 13-jähriger Abdelhamid Sabiri will. Ob es dann wirklich der Fußball an sich ist. Natürlich, ich liebe den Fußball immer noch nach wie vor. Trotzdem ist da irgendwo der Gedanke, dass ich da nicht mehr hin zurück möchte. Ich möchte da nicht mehr hin zurück. Das ist mein Ansporn und deswegen lässt sich die Frage wahrscheinlich nie beantworten. Ich würde da noch gerne wissen, würde der Zwölfjährige aber nicht gerne vor einem vollen Stadion spielen? Weil jetzt aktuell in Saudi oder in Dubai ist es ja nicht so voll. Und ich denke, oder was kannst du mir dazu sagen? Das ist natürlich immer schön. Also das Ziel ist, wenn ich jetzt an das zwölfjährige Ich denke, dann natürlich Fußball. In meinem Gedanken gutes Fußball immer heißt immer volle Stadien und
Fans und Leute, die dich bejubeln. Aber, und das ist für mich persönlich das große Aber, ist, dass du mit diesem Schritt dahin auch dich irgendwo, du musst halt ein sogenannter Sacrifice, du musst irgendwas liegen lassen. Und wenn es am Ende das ist und dich das persönlich weiterbringt, jetzt bezogen auf meine Familie, dann kannst du darüber hinaussehen, weißt du, dann kannst du darüber hinwegsehen. Das dann nicht etwas, wo du sagst, okay, volle Stadien, mir bringt ja auch ein volles Stadion nicht, wenn ich 20 Jahre volles Stadion hatte oder 15 Jahre Karriere volles Stadion hatte, aber am Ende wieder arbeiten muss. Das ist ja auch etwas. Was gibt es dir in dem Moment? Ist der jetzige Moment wichtiger als die Zukunft? Das sind halt die Gedanken, wo ich mir halt denke, okay, was ich jetzt liegen lassen muss, sind wahrscheinlich die Atmosphäre, wobei es auch dort natürlich volle Stadien gibt. Wenn du dir jetzt zum Beispiel die Saudi League anguckst, gibt es da auch volle Stadien. In UAE vielleicht ein bisschen weniger, aber da gibt es auch volle Stadien und da gibt es auch Spiele, die super wichtig sind für die Menschen dort. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich nicht so wie hier in Deutschland oder auch in Italien, wo du selbst in der dritten Liga noch volle Stadien hast. Aber ich glaube, das ist etwas, wo du dir Gedanken darüber machst und Sachen, die du dann natürlich auch liegen lässt und die jeder für sich selbst entscheiden muss, ob es für einen richtig ist oder ob es sich für jemanden falsch anfühlt. Was sagen deine Familie oder Freunde zu dieser Entscheidung? Es ist ein sehr, 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 sehr dünnes Eis, weil zum einen natürlich, und das ist das Paradoxe, deine Freunde und deine Familie, die wollen dich in einem vollen Stadion sehen und die wollen ins Stadion kommen und sehen, dass ihr Sohn oder ihr Kollege, Freund ein Tor macht und alle jubeln, natürlich. Aber auf der anderen Seite ist das eher so, ich glaube, es ist mehr auch so mein eigener Ansporn, meinen Freunden, meiner Familie Unabhängigkeit zu geben, was das Finanzielle angeht. Und ich glaube, das ist mehr etwas, weil wenn ich jetzt meine Eltern frage, wie es für sie war, in einer Dreizimmerwohnung zu leben, denen ging es gut. Also die haben wahrscheinlich nicht davon, die haben andere Prioritäten, denen ging es gut. Also die haben nicht davon geträumt, irgendwann, keine Ahnung, in einer riesen Villa zu leben. Denen ging's einfach mehr um, dass alle gesund sind, dass alle trotzdem was zu essen haben. Weißt du, es ist nicht wirklich so, dass sie sich mehr darüber Gedanken gemacht haben, wohin der nächste Urlaub oder wie sieht das Leben in 20. Sie leben halt day by day. So. Und mein eigener Ansporn oder mein Gedankengut ist dann anders. Ich denke dann, okay, wenn wir schon Urlaub machen, dann richtig. Wenn wir essen, dann sollte es das beste Essen sein. Und das ist wahrscheinlich etwas, was ich einfach für mich selber so entschieden habe und das natürlich auch meine Freunde oder meine Familie fühlen lassen möchte. So, und natürlich, wenn ich mit meinen Eltern rede, dann ist wahrscheinlich jedes Geld oder die WM ist mehr wert als jedes Geld, was ich je verdient habe oder jedes Essen, was sie je gegessen haben oder jedes Geschenk, was ich denen jemals gemacht habe. So, ähm, natürlich. Also klar, die wollen ihren Sohn erfolgreich sehen. Sie wollen ihn erfolgreich sehen und da spielt Geld keine Rolle, aber nichtsdestotrotz ist Geld halt einfach ein Thema, was schwer ist, aber trotzdem ein Thema, was für alle wichtig ist. Essentiell, jeder Mensch geht arbeiten. Jeder versucht seine Träume zu verwirklichen und wenige, ich sage nicht niemand, aber viele Träume sind gepaart mit viel Geld. Also ich glaube nicht, dass ein junger Erwachsener nach etwas strebt, was ihm vielleicht nicht trotzdem eine finanzielle Unabhängigkeit dazu beiträgt, weißt du? Musst du dich dafür manchmal rechtfertigen? Also sprich, ich würde jetzt vielleicht als Familienmitglied denken, dass wenn du in einem vollen Stadion spielst oder generell in Europa, dass damit auch mehr Geld verbunden ist, weil du da einfach also mehr Bühne hast, musst du dann den Leuten erklären, weil für mich leeres Stadion wenig Geld. Aber musst du dich dafür manchmal rechtfertigen oder erklären, dass es da unabhängiger wird? Ja, auf jeden Fall. Also viele, die sich nicht mit dem Fußball auskennen, ich kriege Fragen gestellt wie, warum machst du das? Wieso wechselst du dahin? Du hast einen Vertrag bei Florenz, wieso machst du den Schritt?
Wieso machst du den? Ich persönlich weiß den Grund. Ich persönlich weiß ja den Grund, warum ich das mache. Aber für viele Leute, die sich einfach nicht damit auskennen, die haben natürlich ein Fragezeichen, was ich verstehen kann, was ich wiederum nicht verstehen kann, wenn du dich mit Fußball auskennst und vor allem mit mir als Person, dann solltest du mehr oder weniger schon wissen, so dass wenn ich diesen Step wage, dass das auf jeden Fall einen Hintergrund hat, der mich irgendwo ähm, reicher macht, ohne jetzt über das Geld zu sprechen, sondern mich einfach glücklicher macht. Ich mache nur Steps, die mich persönlich glücklicher machen. Ich mache nicht einen Step, um meine Freunde oder meine Familie glücklich zu machen und ich bin dabei der unglücklich ist. Alles, was ich mache, führt am Ende dazu, dass ich mich dabei gut fühle und glücklich fühle. Und das überträgt sich dann natürlich auch auf meine Freunde und Familie und deswegen gibt es natürlich Leute, die sagen, ich habe Familienmitglieder, klar, die sagen, warum machst du das? Bleib doch in Europa. Ja, steckt niemand in meinen Schuhen. Am Ende des Tages steckt niemand in meinen Schuhen und erst wenn du in den Schuhen steckst, in denen ich stecke, dann triffst du wahrscheinlich andere Entscheidungen. Und diese Entscheidung, wie gesagt, kann niemand wirklich nachvollziehen, außer man erlebt selbst. Thema Entscheidung, da fällt mir ein Punkt ein, dass du in deiner Jugend jetzt zum Beispiel nie in einem NLZ-Verein warst. Hat es auch damit zu tun, weil du Entscheidungen getroffen hast, weil du sagst, ey, ich will meinen Jungs kicken, ich bin glücklich? Oder wie kam das dazu? Ist es nicht normal, dass man die komplette Jugend nicht im NLZ-Verein ist und dann praktisch in der besten Liga der Welt landet? Ich glaube, das ist persönlicher Antrieb gepaart mit einer Entscheidung. Also ich glaube, dass man sich zu allem, was man erreichen möchte, erstmal entscheiden muss. Also es bringt nichts zu sagen, ich möchte das und das erreichen, aber oder man träumt von etwas, ohne sich dafür zu entscheiden, das auch zu machen. Für mich war in der Jugend, wahrscheinlich war ich auch einfach nicht gut genug. Also es ist nicht so, dass ich es nirgendwo versucht habe. Ich habe meine Probetrainings gemacht, egal ob es Eintracht Frankfurt war, ob es Kickers Offenbach war, ob es Darmstadt 98 war. Ich habe meine Probetrainings gemacht, wurde dann abgelehnt, was für mich in dem Moment natürlich als kleiner Junge, der den Traum hat, Fußballer zu werden oder den Traum hat, in der besten Liga der Welt zu spielen und dann abgelehnt zu werden von Kickers Offenbach oder FSV Frankfurt, Schmerz natürlich. Hat mich aber nicht aufgehalten, trotzdem dem nachzugehen, was ich immer werden wollte. Es war für mich okay, es war bis zu Darmstadt habe ich jedes Jahr irgendwo trotzdem mein Probetraining gemacht, egal ob es U14, 15, 16 oder U17 war, habe ich versucht, meine Probetrainings zu machen, habe Gas gegeben und in der Zwischenzeit habe ich natürlich mit meinen Freunden gespielt, weil ich einfach nicht gut genug war. Dann kam der Punkt, dass ich mich, wie gesagt, dafür entschieden habe, zu sagen, okay, ey, ich gehe jetzt all in. Ich will Profi werden und ich werde jetzt alles dafür tun. Ich werde mehr trainieren und dann reicht es auch nicht nur mit deinen Freunden zu trainieren, weil wenn du nur mit deinen Freunden trainierst, dann wirst du so gut wie deine Freunde. Wann war dieser Punkt in der Jugend? Wann würdest du so sagen? B-Jugend, A-Jugend? Ich glaube so in der U17, U18, also erste Jahr U19, war für mich der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ist schön, es ist gut mit seinen Freunden zu spielen, aber was sind jetzt die nächsten Steps? Willst du wirklich willst du Fußballer werden oder willst du einfach nur der Beste sein in der Mannschaft, wo du spielst? Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, ey, ich muss mehr machen und da kam halt der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss nach Koblenz. Die haben mich genommen und da war es für mich okay, ich muss den Schritt einfach wagen und dann dorthin ziehen und dort versuchen, mein Bestes zu geben. Und nachdem ich ein Jahr dort war, hat es dann auch geklappt, Gott sei Dank, mit Darmstadt 98. Ich habe dann dort gespielt und hatte dann, wie gesagt, immer noch den Traum, Profi zu werden. Hat dann in Darmstadt nicht geklappt. Da wurde ich auch nicht in die erste Mannschaft genommen. Aber ich glaube, meine persönliche beste Stärke ist einfach nicht aufzugeben. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, dann reicht mir ein Nein nicht. Ein Nein akzeptiere ich nicht. Wenn es darum geht, meine Ziele und meine Goals zu erreichen, dann reicht mir ein Nein nicht. Ich lasse mich nicht abwerten von jemandem, der zu mir sagt, dass ich nicht gut genug bin. Das passt nicht zu mir. Das ist meine Einstellung, das ist meine Mentalität und da habe ich einfach nie versucht aufzuhören und
Gott sei Dank, nach dem Jahr bin ich dann in die Oberliga gewechselt zu Sportfreunde Siegen und mein letztes Spiel war am 10.06.2016 in der Oberliga und am 1.09. oder irgendwann im September 2017 starte ich dann von Anfang an in der Premier League. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man sich einfach zum einen keine Grenzen setzt und dass man auf jeden Fall auch hart an sich arbeitet. Oberliga zum Profibereich waren nur 6 Monate. Im Januar habe ich mein erstes Spiel in der zweiten Liga für Nürnberg gespielt. Ist auch eine Sache, die man nicht kleinreden kann. Das sind auch Steps, Steps, die ich gegangen bin, die mich persönlich auch irgendwo ausmachen, dass es für mich keine Grenze gibt. Und das waren auch Sachen, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kann das. Ich will das, klar, will jeder, aber ich kann das auch. Und das waren dann für mich Sachen, wo ich gesagt habe, okay, so, ich bin jetzt hier und ich werde das durchziehen. Warum hast du dich nicht erstmal in der zweiten Bundesliga etabliert? Warum hast du direkt diesen Schritt in die beste Liga der Welt gemacht? Wie gesagt, ich habe keine Grenzen. Wieso habe ich mich dann nicht in der Oberliga erstmal etabliert? Wieso habe ich mich nicht in der Oberliga etabliert oder wieso habe ich mich dann nicht in der Regionalliga etabliert? Ich habe ja auch vorher zweite Mannschaft Nürnberg gespielt. Wieso habe ich mich da nicht etabliert? Ist es nicht gut, vierte Liga zu spielen in Deutschland? Ist gut. Viele spielen 200, 300 Spiele in der Regionalliga und haben sich da etabliert. Aber ich persönlich, keine Grenzen. Warum sollte ich mich irgendwo etablieren, wenn es mehr geht? Wenn mehr geht, dann hole ich alles raus. Und wenn ich weiß, dass ich heute ein Angebot auf dem Tisch liegen habe von einem Premier League Verein, dann will ich in die Premier League. Ich will es mir selbst beweisen und beweisen das nicht, dass ich für mich, und da sind wir wieder bei dem Thema, ich bin kein Mensch, der in seiner Comfortzone lebt. Bin kein Mensch, der in seiner Comfortzone lebt. Ich will nicht dort, wo ich bin, mich wohlfühlen und der Beste sein, wo ich bin. Schön, ja. Dann wäre ich aber auch wahrscheinlich in der U17 bei meinen Jungs geblieben, weil dort war ich der Beste. Dann hätte ich dort Spaß gehabt und hätte gesagt, ja, ich habe mit meinen Jungs, aber das ist nicht mein Ansporn. Irgendwo ist es dann immer, wir haben in der Gesellschaft einfach, dass man sagt, okay, ja, etablier dich. Wenn wir danach gehen und das den jungen Fußballern, die noch in der Jugend spielen, so beibringen, dann wer wagt dann den nächsten Schritt, weil es gefühlt jeder Schritt ist immer zu früh. Es gab nie einen richtigen Schritt. Es gibt immer entweder zu früh oder zu spät. Dazwischen gibt es ja nie. Das Perfekte entscheidest du. Genauso sehe ich das auch. Ich habe in der Regionalliga gespielt, in der Oberliga gespielt und bin dann in die Regionalliga und 6 Monate später in die zweite Bundesliga. Das gibt es für mich für einen Grund, mich da zu etablieren, wenn ich das Angebot habe aus der Premier League. Jetzt im Nachhinein, würdest du den Schritt nochmal wagen? Also war es der richtige Zeitpunkt oder war es doch zu früh? Im Nachhinein ist immer alles einfacher. Im Nachhinein kannst du immer sagen, war zu früh, war zu spät. Zu dem Zeitpunkt war es der richtige. Ich habe mich gut gefühlt, ich wollte dahin und deswegen, ich bereue nichts. Also natürlich viele Verletzungen, nicht viel gespielt, aber nichtsdestotrotz würde ich den Schritt immer wieder wagen. Also ich fordere mich selbst heraus. Ich gegen mich selbst. Wenn ich das nicht tue, wer sonst? Deswegen ist für mich etwas, wo ich Schritte zu wagen und versuchen, das Beste aus seiner Karriere herauszuholen, das bin ich. So, das versuche ich immer, jeden Tag, egal welches und bei welcher Situation. Und da gibt es keine Challenge für mich, wo ich sage, ist zu früh oder ich traue mich noch nicht. Ich glaube, im Tun liegt einfach das Können, so einfach zu tun. Und deswegen sage ich auf jeden Fall persönlich, richtiger Zeitpunkt. Du wurdest schnell zum Star, also innerhalb von 6 Monaten warst du dann in der Premier League. Mich würde interessieren, wie war dein Umfeld? Was hat sich verändert? Ich glaube, dass man sich gar nicht so wirklich Gedanken darüber macht. Also, jeder ist auf einmal nett zu dir. Jeder ist auf einmal nett, alle sind Ja-Sager. Alles, was du machst, ist richtig. Und ich glaube, es ist auch selbst für dein Umfeld ist es auch schwer, dir jetzt zu sagen Nein, weil
du das erreicht hast, wovon du immer geträumt hast. Und du hast das nicht erreicht durch Glück oder durch Zufall, sondern durch deinem, deinem Ansporn, deinem Training, deiner Motivation und auch deine Entscheidung. So, aufgrund deiner Entscheidung bist du da, wo du bist. Und dass jetzt jemand kommt und dir sagt, das und das falsch ist, ich glaube, das ist für das Umfeld auch extrem schwer. Was du natürlich merkst, ist, dass alle um dich herum korrekter werden. Alle sind korrekter geworden. Viele wollten cool mit dir sein. Freunde gewonnen, neue Freunde verloren. Aber am Ende des Tages, ich glaube, auf dem langen Weg kristallisiert sich einfach vieles heraus. Ich glaube, dass man einfach merkt über Dauer, dass jede Maske fällt irgendwann. Und das merkt man einfach. Das sage ich jetzt mit meiner Erfahrung, 8 Jahren im Profifußball oder 9 Jahre im Profifußball. Jede Maske fällt, früher oder später. Und natürlich muss man selbst auch irgendwo eine Selbsteinschätzung haben, um zu sehen, wer sind deine echten Freunde und wer nicht. Gott sei Dank habe ich viele gute Entscheidungen getroffen, was meine Freunde angeht. Es ist immer noch derselbe Kreis. Wenige Freunde dazugekommen. Und wenn Freunde dazugekommen sind, dann alle mit einer reinen Intention, dass sie nur Gutes für dich wollen und nicht irgendwie nur von deinem Hype oder von deinem Geld Profit machen wollen. Und ich glaube, das auseinanderzuhalten ist schwer. Definitiv ist schwer, aber ich sage trotzdem etwas, womit man sich auf jeden Fall auch auseinandersetzen muss. Hat das was mit dir gemacht, persönlich? So dass du hast ja gesagt, dass viele Ja-Sager da sind, viele, die einfach mit dir befreundet sein wollen. Macht das was mit einem Menschen? Dass man vielleicht keine Kritik mehr annimmt? Ja, Oder? auf jeden Fall. Also, ich glaube, um erfolgreich zu sein, muss man kritikfähig sein. Du kannst dich nur verbessern, wenn du kritikfähig bist, weil kein Mensch ist perfekt und jeder will was erreichen, aber gefühlt keiner will zuhören. So, und für mich dann irgendwann den Step für mich selbst zu treffen, zu sagen, okay, ich muss auf die Leute hören. Erstmal, das Schwierige ist ja erstmal zu filtern, wer sagt dir wirklich das, was wichtig ist für dich oder was dir hilft. Weißt du, es sind viele, die dir nicht wirklich das sagen, was dir vielleicht in dem Moment hilft. Hier rausgehen, da das essen, da mal ein Training aussetzen, deine Privateinheiten aussetzen. Das sind alles Sachen, die sagen dir deine coolen Freunde nicht. Deine coolen Freunde wollen mit dir abhängen und die wollen am besten so viel Zeit mit dir verbringen wie möglich. Die wollen dann nicht, dass du dann aber sagst, ey, okay, war schön, aber ich muss jetzt schlafen gehen. Die wollen so lange wie möglich mit dir wach bleiben. Und ich glaube, das zu filtern ist das Schwierigste. Mit mir selber, was hat das mit mir gemacht? Ich glaube jetzt im Nachhinein ehrlich gesagt nichts. Ja. Bemerkst du auch an deinem Umfeld, wenn es wieder bergab geht? Du warst ja dann von der Premier League wieder in der zweiten italienischen Liga. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jemanden, der hat mich angerufen und hat gesagt, geht schnell im Fußball, ne? Von besten Liga der Welt zu Bauernfußball in Italien. Macht das was mit mir? Ich glaube nicht. Merkst du das an deinem Umfeld? Ja, auf jeden Fall. Also du merkst, dass die Leute sich weniger dann für dich interessieren. Keiner kommt ein Spiel gucken. Mit Huddersfield gegen Manchester United zu spielen, da fragt dich jeder nach dem Ticket, aber keiner kommt Ascoli gucken gegen Pisa. Da fragt dich keiner nach dem Ticket oder keiner ist dann da und sagt, kann ich das Spiel schauen oder ey, gutes Spiel. Sobald du weg bist vom Rampenlicht, dann geht's schnell. Die Leute kriegst keine Nachrichten mehr und du kriegst keine Aufmerksamkeit mehr von den Menschen. Das merkst du natürlich von deinem engsten Kreis natürlich nicht und dann daraufhin, dadurch, dass ich so viele Ups und Downs, wie du jetzt gerade schon erwähnt hast, in meiner Karriere hatte, von ganz schneller Aufstieg, wieder runter, dann wieder Aufstieg, das ist die Zeit, wo du am besten filtern kannst. Wer ist da und wer ist nicht da? Wer schreibt dir trotzdem eine Nachricht? Wer ist dann trotzdem für dich in den Momenten da? So, und das sind die besten Momente, um eigentlich zu sehen, wer deine echten Freunde sind.
Weil wenn es schön läuft, dann ist jeder dein Freund. Aber wenn es nicht gut läuft, wer ist dann wirklich für dich da? Und wie gesagt, das sind auf jeden Fall Sachen, die merkt man, die spürt man, aber das sind auch Sachen, die man für sich behalten muss. Und dann von fast Serie C innerhalb von einem Jahr zur Weltmeisterschaft in Marokko, wo ihr ja Geschichte geschrieben habt. Was macht das mit dir? Ähm, Ich glaube, dass niemand, und wenn ich niemand sage, dann meine ich wirklich niemand, daran geglaubt hat, außer ich. Ich war der Einzige, der daran geglaubt hat. Und ich selbst habe non-negotiable Entscheidungen, die ich mit mir selber, ein Vertrag, der zwischen mir und mir selber ist, wo ich mir Sachen in den Kopf setze, über die ich mit niemandem rede, ähm, die für mich kompromisslos sind. Das heißt, wenn ich sage, ich will WM spielen, dann tue ich alles dafür. Ich sage das keinem, das ist meine Entscheidung und alle können nur zuschauen. Am Ende kann jeder sagen, ja, ich wusste das, du warst immer schon gut und ja, ich kannte den und ja, schön, aber in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, war ich bei Ascoli in der Serie B und wir sind fast abgestiegen. Das ist meine Motivation, das ist meine persönliche Motivation. Ich bin never too far down to come back. Niemals zu weit unten, um wieder hochzukommen. Das ist meine persönliche Einstellung. Egal wo ich bin niemals zu weit unten, um wieder dahin zu kommen, wo ich hin möchte oder wo ich hingehöre. Und das ist meine persönliche Einstellung und meine persönliche Motivation und da kann keiner mir einen Strich durch die Rechnung machen, weil ich die mit niemandem bespreche, sondern nur mit mir selbst. Und der Einzige, der dann an mich glaubt, bin ich selbst. Und ich wusste das. Wenn du mich fragst, ich wusste das. Es hört sich hart an, ich wusste das. Es war für mich alle Steps in meiner Karriere sind für mich keine Überraschung mehr. Egal, ob es dann von Oberliga in die Premier League und von Premier League oder von Serie C, von fast Serie C zur WM. Mich überrascht das überrascht mich nicht. Das ist für mich keine Überraschung. Das ist einfach nur das, was mir zusteht, was die ganzen Monate vorher, wofür ich die ganzen Monate vorher gearbeitet habe. Ich weiß das. Ich habe auch jetzt wieder neue Ziele, die ich mir gesetzt habe. Die Leute schauen zu und am Ende des Tages werden sie wieder sagen, ja, wusste ich. Wir bleiben noch kurz bei der Weltmeisterschaft. Wie ist es dann mit dem Umfeld? Also du warst ja dann kurz vor Serie C, da fragt niemand nach dir. Und wie viele Leute fragen dann nach dir, wenn du dabei bist, gerade Geschichte zu schreiben? Alle. Und wie geht man dann damit um? Ich hatte genug Zeit in der Serie B, mich damit auseinanderzusetzen, wer real ist und wer nicht. Die Leute, die nicht da waren, die sind auch jetzt nicht da. Ich krieg Nachrichten. Jeder hat mir geschrieben. Jeder hat mir geschrieben. Ob der mich einmal im Leben gesehen hat oder zweimal im Leben, jeder hat mir eine Nachricht geschrieben. Selbst wenn es nur, ich bin stolz auf dich war. Jeder hat mir geschrieben. Deswegen war es für mich, das ist nichts, was irgendwas mit mir macht. Ich weiß, wer mich liebt und wer an meiner Seite ist. Und das war's. Also die Nachrichten, die interessieren mich nicht. Das ist nichts, was irgendwas mit mir macht. Ich bin selber immer jemand, der gut reflektieren kann und dann weiß ich einfach selbst einzuschätzen, wer real ist und wer nicht real ist. Ist man dann persönlich schon, wenn man weiß, dass dass man nach so vielen Ups und Downs kann wieder ein Down kommen, ist man dann schon so vorprogrammiert, dass du sagst, okay, ich bin hier gerade, aber ich weiß auch, dass es schnell nach unten gehen kann. Ist man dann schon so eingetrichtert, dass man sagt, ey, es kann auch wieder nach unten gehen oder genießt man einfach den Moment? Was heißt nach unten? Für mich ist nach unten, unten heißt für mich, dass ich nicht mehr hochkommen kann. Konnte ich immer bis jetzt. Ich konnte immer wieder hochkommen. Soll einer kommen und mir meine Karriere sagen, hat nicht gereicht. Gab es bis jetzt nicht. Ich war ganz unten und ich war ganz oben. Ich war vor keiner meiner Freunde guckt zu. Jeder guckt zu. Ich war auf beiden Seiten.
nichts von dem berührt mich irgendwie. Also es ist für mich, Downs gehören dazu. Es sind harte Zeiten, die deinen Charakter formen, die dir Zeit geben, nachzudenken, was wieder getan werden muss. Erfolg ist ein schwieriges Thema. Erfolg lässt dich ausruhen. Erfolg lässt dich ausruhen. Sobald du Erfolg hast, denkst du, ja, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war super und dann machst du vielleicht, ich bin doch gerade schon erfolgreich, warum sollte ich jetzt mehr machen? Aber es ist nie die Arbeit, die du während dem Erfolg gemacht hast, die dich erfolgreich hat machen lassen, sondern es ist die Arbeit davor. Nur das, was du vorher gemacht hast, lässt dich scheinen. Wenn du aber dann schon am Schein bist, dann denkst du, du musst jetzt weniger machen, weil ich bin ja schon am Schein. Es ist aber die Arbeit davor. Und das ist ein Thema, wo jeder Mensch mit zu kämpfen hat. Es ist schwer, sobald du erfolgreich bist, schwer nochmal den Extrameter zu machen. Aber deswegen ist auch die Spitze ist einsam. An der Spitze ist es einsam und an der Spitze ist es kalt und da ist es am härtesten. Da ist nicht dunkel, da ist sehr dunkel und da ist niemand, der dir nochmal hilft, sondern du bist da und dann geht es darum, dort zu bleiben. Und das ist die Arbeit, die dich da bleiben lässt und nicht die Arbeit von vorher, die dich da bleiben lässt, wenn du die genauso weiterführst und nicht die neue Arbeit, die dazukommt, dass du dann sagst, ja, heute mal ein bisschen weniger und da mal ein bisschen mehr und ist die harte Arbeit. Du musst einfach genauso weiterarbeiten, wie du es vorher getan hast. Und ich glaube, das ist das Schwierigste. Und deswegen siehst du auch bei einem Ronaldo, dass er 15 Jahre diese Konstanz hat. Ich bin kein Vorbild. Natürlich bin ich irgendwo Vorbild für die Menschen, für junge Fußballer, aber ich will gar kein Vorbild sein, weil ich nicht perfekt bin. Ich bin auch nicht nahezu perfekt. Ich habe meine Macken und ich habe meine Sachen, wo ich selber weiß, dass es nicht richtig ist, aber in dem Moment geben mir diese Sachen einfach irgendwo eine Zufriedenheit. Ich schlafe gut. Mir ist es wichtig, dass ich bei jeder Entscheidung, die ich treffe, gut schlafe. Und deswegen bin ich kein Vorbild. Ich treffe Entscheidungen, die nicht so hätten getroffen werden sollen. Ich tue Sachen, die sonst jeder schlecht findet, weil es um mich geht. In meiner Karriere geht es um mich, es ist meine Karriere. Es ist nicht deine, es ist nicht die Karriere von meinem Vater und auch nicht die Karriere von meiner Mutter. Nicht die von meinem besten Freund, sondern es ist meine Karriere. Meine Karriere und ich entscheide, wie ich meine Karriere gestalte. Ob es dann Leute gibt, die was dagegen haben, klar, wird es immer geben. Alle haben irgendwo was dagegen. Nie ist einer zufrieden. Spielst du in der besten Liga, heißt es ja, warum spielst du nicht in Deutschland? Immer. Entscheidest du dich, nach Saudi zu wechseln, ja, aber warum geht der jetzt dorthin? Jedes Mal. Es ist irgendeine Entscheidung, wo Leute nicht zufrieden sind. Deine Entscheidung, deine Karriere. Ich entscheide und ich schlafe. Ich schlafe gut mit jeder Entscheidung, die vielleicht nicht richtig ist für andere, für mich schon. Und deswegen kann ich keinem sagen, mach's so wie ich. Ich will ein Vorbild sein für andere Sachen, aber nicht für meine Karriere. Dafür habe ich viel zu viele Entscheidungen getroffen, die nur was Persönliches mit mir zu tun haben. Ja, viele haben Träume und viele wollen Träume erreichen und dafür gibt es auch Formeln. Ronaldo hat eine Formel. Trainier hart, schlaf gut, ernähr dich gut. Das bin nicht ich. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Gepaart mit die Sachen, die mich gut fühlen lassen. Wenn es dich gut fühlen lässt, was anderes zu essen als ein Salat, dann mach das. Ich habe das so gemacht und habe mich gut gefühlt und bin dann Gott sei Dank eine erfolgreiche Schiene gefahren. Aber läuft nicht bei jedem gut. Es ist nicht für jeden gut und es ist auch nicht für jeden gemacht. Die extra Trainings, die ich gemacht habe, die lassen den einen oder anderen Spieler vielleicht müde wirken. Mir hat's gut getan und deswegen kann ich nur für mich sprechen und will dafür keinen Jungen, der ambitioniert ist, draußen Moralapostel spielen und ihm sagen, was er zu tun hat. Das ist mein Weg. Jeder geht seinen Weg. Du wirst am 4. Platz mit Marokko und entscheidest dich danach für die Saudi Pro League. Warum?
Erstmal ja nicht. Ich bin ja dann erst zu Florenz gewechselt. Hab dann noch eine halbe Saison bei Sampdoria gespielt und dann nach Florenz. Und dann muss man wieder Entscheidungen treffen. Kriegst ein lukratives Angebot aus Saudi, was dein Leben verändert, das Leben deiner Familie und das Leben wahrscheinlich auch von deiner nächsten Generation. Und da muss man Entscheidungen treffen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo ich sage, man muss Entscheidungen treffen. Das waren meine Entscheidungen nicht nur für mich, für meine Familie, für diese Generation und auch für die nächste Generation. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich nicht bereue, die natürlich hart ist und für viele Leute draußen auch unverständlich. Aber wie gesagt, ich bin der am Ende gut schlafen muss. Entfernt sich das nicht von der Nationalmannschaft, diese Entscheidung? Wahrscheinlich in dem Moment schon, ja. Aber die nächste WM ist 2026. Und ich bin nie zu weit weg, um wieder zurückzukommen. Deswegen ist für mich etwas, wo ich sage, okay, vielleicht ist das der Preis, den ich zu dem Zeitpunkt zahlen musste. Ist aber nie zu spät. Ich bin immer noch derselbe Typ, derselbe Spieler. Mein Niveau ist nicht schlechter geworden, weil ich dorthin gewechselt bin. Ich habe immer noch dasselbe Niveau, verbessere mich jeden Tag. Und ja, den Rest müssen wir wahrscheinlich erst dann besprechen, wenn es soweit ist. Das heißt, du entscheidest dich für das Geld und nicht für die Karriere? Nein. Also, Geld ist wichtig, Karriere auch. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Geld. Aber es ist nicht mehr so. Für mich ist Geld ist wichtig, ja. Aber am Ende des Tages, wie ich schon gesagt habe, hat man nur eine Karriere. Und da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, Erfolg ist mir wichtiger als Geld. Ist das jetzt so, weil das Geld schon da ist? Nein, nein. Geld war ja auch vorher schon da. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, die Einstellung zum Leben ändert sich. Die Einstellung zu deiner Karriere ändert sich. Und wenn ich darüber nachdenke und ich mich mehr mit der Materie Investments auseinandergesetzt habe und nicht erst mit dem Geld, was ich jetzt verdient habe, sondern auch schon mit dem Geld, was ich vorher gemacht habe, dann wäre ich wahrscheinlich der traurigste Mensch der Welt, wenn ich in 20 Jahren ein Investment mache, wo ich so viel verdiene, wie ich jetzt mit meinen Verträgen verdiene. Weil Geld kannst du immer machen, Karriere nicht. Du hast eine begrenzte Zeit. Der reichste Mann der Welt kann trotzdem keine erste Liga spielen. Es geht um dein Können, um dein Potenzial und das ist ja auch nicht käuflich. Und deswegen sage ich, dass ich jetzt an dem Zeitpunkt bin, wo ich mir einfach denke, wenn ich Investments mache, bei denen ich so viel verdiene, wie ich mit meinen Verträgen in Saudi oder in UAE verdiene, das sind natürlich Sachen, die einen traurig machen, weil Geld kannst du immer machen, wie gesagt, Karriere nicht. Und das sind einfach die Sachen, auf die ich jetzt gekommen bin, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und wo ich einfach sage, dass Geld nicht alles ist. Würdest du sagen, Geld hat dich verändert? Ich glaube, Geld verändert jeden Menschen. Es gibt keinen, der gleich geblieben ist. Geld verändert Menschen. Positiv oder auch negativ. Mehr für mich heißt mehr haben, mehr geben. Heißt nicht für alle, aber mehr haben heißt für mich mehr geben. Und deswegen hat es mich natürlich verändert. Man sagt ja auch nicht einfach so, gib den Menschen Geld und du siehst deren wahres Gesicht. Und ich mache jetzt einfach nur die Sachen,
von denen ich geträumt habe. Und ja, Geld hat mich wahrscheinlich verändert, wenn ich sehe, für was ich jetzt Geld ausgebe. Ich selber schmunzeln. Aber es ist auch irgendwo ein Privileg. Ich bin 28 Jahre, habe mir das hart erarbeitet, habe lange keins gehabt und das ist mein Payback an mich selbst. Wenn ich darüber nachdenke, wofür ich Geld ausgebe, 17.000 Euro Miete für ein Haus, muss das sein? Ich glaube nicht. Mache ich trotzdem, weil es mich gut schlafen lässt. Nicht das Haus, sondern dass ich es kann. Ich kann es. Und deswegen mache ich es. Wenn ich aber dann mit jemandem rede, der vielleicht nicht dieses Geld hat, dann schäme ich mich manchmal ein bisschen. Wenn ich darüber nachdenke, dass mein Fahrer in Dubai das verdient, was mein Vater verdient hat, um 7 Kinder zu ernähren, ist schwer. Also ist schwer, aber irgendwo ist es auch das, was ich mir erarbeitet habe, genau damit ich diese Privilegien genießen kann. Negativ würde ich, glaube ich, nicht sagen. Also negativ hat es mich nicht verändert. Ich glaube, ich bin einfach jemand geworden, dessen Ansporn war, mehr Geld zu verdienen, um mehr geben zu können. Egal, ob es Familie ist, ob es Freunde ist, ob es Kellner im Restaurant sind, ob es Arbeitskräfte sind. Das lässt mich gut fühlen. Das spiegelt meinen Erfolg wider. Das sind Sachen, wo ich sage, ja, natürlich gebe ich auch viele Sachen unnötig aus, werfe viel Geld raus für unnötige Sachen, aber nur um mich gut zu fühlen und diese Sachen lassen mich in dem Moment gut fühlen. Wer dich verfolgt, weiß auch, dass du in Investments tätig bist. Was sagt Abdelhamid Sabiri dazu? Geld arbeiten lassen ist wichtig. Das ist, was ich gelernt habe über die Jahre. Das mache ich zusammen mit meinem Partner. Und ich glaube, mit Amin habe ich da jemanden an meiner Seite, der zum einen ein gutes Händchen dafür hat, gute Deals ranbringt und weiß auch mit Geld umzugehen. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, okay, ich bin in mehreren Sachen drin, mehrere Investments, Immobilien, Jadid und weitere Sachen, über die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte. Habe da meine vertrauten Personen, ob es jetzt ein Sufyan ist, Sufyan Chihab bei Immobilien, ob es ein Amin Zakman ist, der mit mir jede Trading-Geschichte macht. Das sind für mich Leute, denen ich vertraue, denen ich blind vertraue und die für mich mein Geld arbeiten lassen. Und ich kann mich auf die wesentlichen Sachen, die für mich wichtig sind, konzentrieren. Ich finde, sein Geld zu investieren und richtig anzulegen, ist eine wichtige Sache. Für alle, die Geld machen, weil es auch ein Leben nach der Karriere gibt und da sollte man sich auf jeden Fall vorbereiten und Sachen machen, die vor allem eine Leidenschaft bringen. Und da gibt es für mich natürlich auch mit meiner Brand Jadid auch eine Sache, eine Herzensangelegenheit, wo es nicht wirklich um Geld geht. Ja, und das ist für mich auch etwas, was für mich wichtig ist, wie es nach der Karriere weiterläuft. Wie war das erste Jahr mit deiner Brand Jadid 11? Ein Jahr voller auch Höhen und Tiefen, auf jeden Fall. Also es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Es ist ja auf jeden Fall sehr, sehr zeitaufwendig. Es ist sehr zeitaufwendig, aber da habe ich das richtige Team um mich herum, die sich um die Sachen kümmern. Ich bin einfach, um ehrlich zu sein, bin ich einfach nur dankbar. Ich bin sehr, sehr erfreut über die Resonanz. Ich sehe einfach, wenn es um Parfüm geht, ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es gibt gefühlt jeden Duft und es ist ein Blind Buy. Du kaufst etwas, ohne es wirklich zu riechen und dann trotzdem die Zahlen zu sehen, die wir machen, die verkauften Flaschen, die Leute vertrauen da
gefühlt nur auf mich und dafür bin ich einfach für alle Menschen, die sich dort ein Produkt gekauft haben, ähm, bin ich einfach übertrieben stolz und dankbar und hoffe auch, dass es natürlich jedem gefällt. Nichtsdestotrotz habe ich dort auch den Ansporn, immer nach dem Besten zu streben und es so groß wie möglich zu machen. Ich will mit Jadid ja, so groß wie möglich sein, wie es nur geht. Da sind wir wieder bei meinem persönlichen Ansporn und ja, da versuche ich immer, egal ob es das Flakon ist, ob es die Verpackung ist, ob es die Duftnoten sind, immer das Beste, egal welches Öl, es soll immer das Beste sein. Es soll einfach nicht nur Geldmacherei sein, sondern es soll einfach das Beste sein, damit alle zufrieden sind. Und ich hoffe, die Leute sind zufrieden. Ich sehe viele Käufe, die nochmal kaufen, die die Flasche sich holen, ohne sie jemals gerochen zu haben. Und das sind einfach Sachen, die mich freuen und die mich unfassbar glücklich und stolz machen. Was ist jetzt aktuell noch geplant mit Jadid 11? Geplant sind auf jeden Fall, es soll nicht nur Parfüm sein, sondern eine Bodylotion, eine Face Cream, Face Serum. Das sind meine Goals, das sind meine Ziele. Da bin ich gerade am Arbeiten dran und diese Sachen stehen an. Ich weiß noch nicht wann genau, ähm, weil alles geprüft werden muss. Es muss alles dermatologisch getestet werden, damit keine Haut davon irgendwie zu Schaden kommt. Viele Sachen sind geplant. Die Brand so groß wie möglich machen, die Brand in Deutschland zu etablieren. Das ist mein großes Ziel und da bin ich auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Es sind ja aktuell 3 Düfte auf dem Markt. Sollen es mehr werden oder ist es geplant, dass es bei 3 bleibt? Was die Düfte angeht, sollen es auf jeden Fall noch mehr werden. Also ich will für jede Nase was dabei haben. Das ist mir wichtig, dass für jede Nase was dabei ist. Shams, Salsabil, Abiat sind Düfte, ähm, wo ich meiner Meinung nach eine große Nische getroffen habe. Aber ich möchte dann auch natürlich explizitere Düfte rausbringen, die vielleicht nicht für jede Nase sind, aber für bestimmte Personen. Du sagtest, du willst dich in Deutschland etablieren. Hast du auch Käufe aus dem Ausland? Ja, auf jeden Fall. Also viele Käufer sind aus den verschiedensten Orten der ganzen Welt. Ich habe Bestellungen aus Kanada, aus Marokko natürlich, Deutschland, Holland, Frankreich, Spanien, aus Georgien sind Bestellungen da. Bestellungen sind gefühlt aus der ganzen Welt da. Und da bin ich auf jeden Fall aber trotzdem so, dass ich sage, ich möchte meine Base will ich trotzdem dann in Deutschland haben. Ich will dann trotzdem, dass es aus Deutschland herauskommt. Ähm, und das ist auf jeden Fall mein großes Ziel. Aktuell gibt es die Düfte ja nur online. Gibt es da irgendwelche Pläne in Zukunft? Ich denke, im Sommer werde ich dann vereinzelt Pop-up-Stores, kleine Läden in verschiedenen Städten, wo ich dann selber vor Ort sein werde und die Düfte aufstelle. Aber jetzt geplanten Laden, ich glaube, das ist für mich gerade noch nicht so die Priorität. Wenn es einen Laden geben würde, welches Land oder welcher Standort wäre der erste? Frankfurt. Ich bin Frankfurter durch und durch und deswegen ist für mich, wenn es irgendwann in der Zukunft einen Laden geben sollte, dann auf jeden Fall in Frankfurt. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weiter entfernt, weil, wie gesagt, ich noch viele weitere Produkte erstmal vorher auf den Markt bringen möchte, bevor ich dann darüber nachdenke, einen Laden zu eröffnen. Ist, wie gesagt, nicht einfach. Viele denken Parfüm und dann, das war's, da steckt viel mehr hinter. Vor allem Düfte zu treffen, die es nicht schon gibt, das ist, glaube ich, das Schwierigste in der Branche, weil es gefühlt jeden Duft schon gibt. Ähm, Ich trage die Düfte selber. Ich habe die Düfte gemacht, um mich in erster Linie zufriedenzustellen und jetzt sehe ich, dass junge Jugendliche das tragen, dass Erwachsene das tragen, dass Frauen das tragen und dem gehe ich natürlich nach. Ich möchte für jeden was dabei haben, egal ob es eine Frau ist oder ein Mann.
Gibt es Unterschiede zwischen Abdelhamid Sabiri als Fußballprofi und als Unternehmer? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Fußballprofi ist, ich glaube, über die Jahre habe ich mich zu einer stoischen Person entwickelt. Eine Person, die emotional Freude und Tränen liegen so nah beieinander, Erfolg und Niederlage liegen so beieinander, dass ich als Person irgendwo auch abgestumpft bin. Das heißt, dass ich, dass ich das gar nicht mehr wirklich so messen kann. Es ist für mich so, der schönste Moment meines Lebens kann für mich einfach neutral sein. Das hat der Fußball aus mir gemacht. Ich bin eine neutrale Person. Wahrscheinlich liegt das auch natürlich an meiner Persönlichkeit, aber ich habe nie besonders Freude und bin nie besonders traurig. Es ist immer neutral und deswegen bin ich wahrscheinlich zu dieser stoischen Person geworden, die ja, mit Emotionen vielleicht gar nicht so wirklich umgehen kann. Eine Person, die Emotionen nie zeigt, egal ob es Freude oder Trauer ist. Und als Businessman brauchst du diese Emotionen. Kleine Sachen machen dich glücklich. Zu sehen, dass ein Produkt, was du selber hergestellt hast, Leuten gefällt und Menschen kaufen das, macht mich unfassbar glücklich. Das ist so. Und da merke ich wieder den Unterschied, dass das wirklich so aus dem Herzen und dass es eine Leidenschaft ist, weil ich bei jedem Kauf mich so sehr freue, fast schon so wie beim Tor. Weil das für mich so kleine Erfolge sind, wo ich sehe, dass Menschen mir vertrauen, mich supporten ähm, und vor allem mir das Gefühl geben, dass das, was ich mache, auch richtig ist und dass es den Menschen hilft. Deswegen gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Der eine Fußballer, Abdelhamid Sabiri, ist emotionslos und nicht wirklich kommunikativ, was seine Person angeht, und der andere ist halt sehr offen und hat ein Ohr für andere Leute und möchte den Leuten irgendwo entgegenkommen. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Riesenunterschiede. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und das ist natürlich für mich wichtig, dass ich dort, wenn ich jetzt über Investments rede, außerhalb von Jadid natürlich so viel mitnehme wie geht und auf der anderen Seite erfolgreich im Fußball sein. Das heißt, dass es mir dort das Geld nicht so wichtig ist, sondern der persönliche Erfolg und wie ich meine Karriere abschließen möchte. Heißt für dich persönlicher Erfolg auch die Rückkehr in die Nationalmannschaft? Das ist mein großes Ziel. Ich bin nie zu weit weg, um wieder zurückzukommen. Die WM ist 2026, davor haben wir AFCON, Afrika Cup, nächstes Jahr in Marokko. Das ist mein großes Ziel. Ich werde alles dafür tun und die Leute, die mich verfolgen, werden meinen Weg sehen und dann daran auf jeden Fall teilhaben, wie ich von jetzt, von dem Video bis dorthin, welche Steps ich gehe und welche Entscheidungen ich treffe, um dorthin zu kommen. Dann wünschen wir dir alles Gute dabei. Dankeschön.